Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema, warum erklärten die Westmächte der Sowjetunion nicht auch den Krieg? Offiziell wird ja dargestellt, dass Adolf Hitler Polen brutal und ohne Grund überfallen hat. Wenn das in der Geschichtsschreibung so zementiert ist, dann müsste man ja auch zementieren, dass Stalin Polen grundlos und brutal überfallen hat. Meiner Meinung nach war Stalin sehr klug in diesem Fall. Er hat Polen erst Tage später angegriffen, und zwar als die polnische Armee, fast die ganze polnische Armee im Westen gegen die Wehrmacht kämpfte, sodass er im Osten leichtes Spiel hatte. Wenn also England und Frankreich so Polen-affin war und Hitler den Krieg erklärt hat, weil dieser ja ihrer Sichtweise Polen überfallen hat, warum haben die Westmächte dann nicht auch Stalin den Krieg erklärt? Was steckt da dahinter? Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Fakt 1, Frankreich und England ließen die Polen schmählich im Stich, obwohl sie einen Beistandsvertrag abgeschlossen hatten. Fakt 2, wenn Frankreich und England im September 1939 das Deutsche Reich angegriffen und nicht das mit ihr verbündete Polen geopfert hätten, wäre es gar nicht zu einem Krieg, zu einem längeren Krieg gekommen, denn Deutschland hatte weder Frankreich noch Großbritannien standhalten können. Generalfeldmarschall Milch gab während des Prozesses in Nürnberg zu, dass allein die britische Royal Air Force der Luftwaffe überlegen gewesen sei. Auch Admiral Dönitz erläuterte, dass die deutsche Marine bei Kriegsausbruch nur über 15 U-Boote verfügte, und General Jodl sagte aus, dass die Wehrmacht nur über 75 Divisionen verfügte, von denen einige nicht bewaffnet oder gefechtsbereit gewesen seien. Das ist wahrlich keine Angriffsarmee. Warum schritten die Westmächte also nicht ein? Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Slawistik und Balkanistik der Akademie der Wissenschaften Russlands, Dr. Sergei Slutsch, gibt die Antwort. England und Frankreich fürchteten, ein Eingreifen ihrerseits würde Hitler in die Hände spielen und Stalin noch mehr in dessen Arme treiben. Im Hass auf den, wie sie es nannten, Hitlerismus, der war so groß, dass sie ohne zu zögern das verbündete Polen opferten und den Aggressorstaat Sowjetunion unbehelligt Angriffskriege gegen andere Staaten führen ließen. So akzeptierten die Briten ohne größere Gegenwehr, dass Polen schließlich zur sowjetischen Einflusssphäre fiel, welch eine verlogene Doppelmoral, also Ostpolen. Aber auch Stalin dachte weiter. Am 3. Oktober 1939 erklärt er beim Empfang des lettischen Außenministers Wilhelms Munters, ich zitiere: Im Verlaufe von 6 Jahren haben die deutschen Faschisten und die Kommunisten einander beschimpft. Jetzt ist eine überraschende Wende eingetreten. Doch darauf darf man sich nicht verlassen. Wir müssen Vorbereitungen von langer Hand treffen. Zitat Ende. Wir müssen Vorbereitungen von langer Hand treffen, sagte Stalin bereits am 6. Oktober 1939. Also fast 2 Jahre vor dem Feldzug gegen die Sowjetunion. Was mag er damit ausdrücken wollen? Hatte er Befürchtungen, dass Deutschland die UdSSR angreifen würde? Oder wollte er gar selbst Deutschland angreifen? Das sind die Fragen, die man sich bei solchen Antworten einfach stellen muss. Also, wieso haben insbesondere die Engländer der UdSSR nicht den Krieg erklärt? Dies ist eine Frage, die von Geschichtsinteressierten immer wieder gestellt wird, auch mir. Ich greife sie deshalb auf und muss in diesem Zusammenhang mit dem polnisch-englischen Abkommen anfangen. In der Regel wird das nicht publiziert. Dieses Geheimprotokoll zu diesem Vertrag wird nicht publiziert. Darin heißt es unter anderem, ich zitiere, 1a, durch den Ausdruck einer europäischen Macht, wie er in dem Abkommen verwendet wird, ist Deutschland zu verstehen. B. Im Falle einer Aktion einer anderen europäischen Macht als Deutschland, die unter Artikel 1 oder 2 des Abkommens fällt,
werden die vertragsschließenden Parteien miteinander über die gemeinsam ergreifenden Maßregeln beraten. Zitat Ende. Der Vertrag war also nur gegen Deutschland gerichtet, nicht gegen die Sowjetunion. Zudem hatte sich Großbritannien nicht gebunden, Polen auch gegen einen sowjetischen Angriff zu Hilfe zu kommen. Pro forma hatte es seinen Bündnisvertrag nicht verletzt, als es am 17. September 1939 nach dem Einmarsch russischer Truppen in Polen der Sowjetunion nicht den Krieg erklärte. Auf eine Anfrage des Unterhausmitgliedes Harvey, ob die Beistandsverpflichtungen des britisch-polnischen Vertrages auch den Fall des Angriffs durch nicht-deutsche Mächte einschließlich Russlands decken sollten, gab der britische Unterstaatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten, Butler, am 19. Oktober 1939 folgende, für mich verräterische Antwort. Ich zitiere: Nein, während der Verhandlungen, die zur Unterzeichnung des Abkommens führten, wurde zwischen der polnischen Regierung und der Regierung seiner Majestät vereinbart, dass das Abkommen nur den Fall eines Angriffs durch Deutschland decken sollte. Die polnische Regierung bestätigt, dass dies zutrifft. Zitat Ende. Churchill hatte bereits im April 1939 bei einer Rede betont, dass die Sowjetunion ermutigt werden müsse, als Partner aufzutreten. Dies konnte der Kreml als Freifahrtschein auffassen, denn weder beim Überfall auf Polen, noch bei der de facto Annexion der baltischen Staaten, noch beim Angriffskrieg gegen Finnland rührte sich London. Das beweist, dass Großbritannien bereit war, seinen Verbündeten im Stich zu lassen. Denn wenn die Briten auch der UdSSR den Krieg erklärt hätten, wären Konflikte im gesamten Empire die Folge gewesen. Das wollte man unbedingt vermeiden. Ein weiterer Aspekt, der hierzulande nicht beachtet wird, weil die Hitlerzentrierung zu groß ist. Der polnisch-englische Pakt zementierte zugleich aber auch die Unnachgiebigkeit der Polen und machte damit den Zweiten Weltkrieg unumgänglich. Denn nach der Aussage des schwedischen Vermittlers Birger Dahlérus, der von der deutschen Seite aus, genauer gesagt von Hermann Göring, ohne Wissen Ribbentrops beauftragt worden war, mit der britischen Regierung zu verhandeln, war es der polnische Botschafter in Berlin, Józef Lipski, der den Eindruck hervorrief, dass Polen jede Möglichkeit zu Verhandlungen mit dem Reich sabotierte. Somit also zum Thema, warum England und Frankreich nicht auch Stalin den Krieg erklärt haben, obwohl Stalin Polen ja genauso überfallen hat. Ich wiederhole, finde den Fehler. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Alles darüber findet ihr in meiner Buchreihe Adolf Hitler eine Korrektur, Band 3. Und über den Ausbruch, also das ist die Vorgeschichte des Krieges, und der Ausbruch des Krieges in Band 4. Beide Bände zusammen 1800 Seiten und 3500 verifizierte Quellen. Wer also interessiert ist, auch an Quellenrecherche, kann meine Bücher immer als Grundlage nehmen. Das ist genauso in meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden. Und zwar Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Das Buch hat 900 Seiten, es ist wirklich ein Backstein und hat 1800 verifizierte Quellen. Hier werden die Massenmorde an uns Deutschen der letzten 100 Jahre beschrieben. Als einziges Buch, das es bisher auf dem Markt gibt, mit über 130 teils grauenvollen Fotos, weil für mich war wichtig, dem Grauen, das wir Deutsche erleben mussten, auch ein Gesicht zu geben. Die alliierten Massenmörder kommen normalerweise immer davon, in meinem Buch nicht. Dieses Buch ist gewidmet den Millionen Toten durch die alliierten Massenmörder. Abonniert bitte auch meinen YouTube-Kanal und natürlich auch meinen Telegram-Kanal und meinen kostenlosen Newsletter. Alle Links sind unten angegeben. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.